Herzlich willkommen zu unserer 777-Session zum Thema Virtual Assistant heute aus Kerzers. Also es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf, bei Lorenz zu Hause in unserem schönen digitalen Nomaden-Club-Lokal. Heute Outdoor. Wir haben hier einen wunderschönen Banner dafür extra aufgehangen. Genau, Lorenz macht nochmal den Schwenker mit der Kamera. Und ich will auch nicht allzu viel Zeit verlieren, sondern fange sofort an. Erstens mal möchte ich mit einem Zitat anfangen, mit dem ich meistens anfange. Und zwar ist es von Mark Twain, der sagt, das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom Moment der Geburt an bis zu dem Moment, in dem man aufsteht, um eine Rede zu halten. Also hier wieder das beste Beispiel. Ich halte eine Rede und es funktioniert irgendwie nicht mehr, die Worte entfallen und so weiter. Also es ist jedes Mal das Gleiche. Dann zu der Agenda heute. Es geht darum, ich stelle mich kurz vor, wer ich bin, was eine Virtual oder Remote Assistant ist, dann wie ich VA geworden bin, wie ich arbeite und wo, Tools zum Arbeiten, dann wie man startet, Dienstleistungen, die man anbieten kann und wo man Kunden findet. Oh, Moment, eintreten lassen natürlich. Ja, das ist natürlich jetzt, okay. Gut. Oh, ja. Gut, und dann natürlich auch noch, wie man ein Business startet. Also, mein Name ist Jill Oppliger, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Graubünden, wohne aber in Zürich, also genauer gesagt in Greifensee. Ich war Personal Assistant in einem Corporate Business und habe mich dann im Februar 2019 mit der Firma Mermonta GmbH selbstständig gemacht. Ich arbeite hauptsächlich in der Schweiz und war auch weltweit unterwegs. Meine Hobbys sind Klettern, Gleitschirm, Fliegen, Hochtouren und Skitouren hauptsächlich. Und ja, jetzt meine Dienstleistungen sind Executive Assistant. Ich mache viele Co-Hostings, arbeite im Admin-Bereich, mache da hauptsächlich die Meetings und Workshops und habe einen kleinen Podcast-Service, den ich betreue. Dann, was ist eine Virtual Assistant? Das ist die brennende Frage, die hier im Raum oder in der Öffentlichkeit steht. Virtual Assistant, ich sage immer, für mich ist es eine ganz normale Assistentin, einfach remote und online. Und hier möchte ich etwas Bestimmtes erwähnen und das ist vor allem das, was ich in den letzten 2 Jahren wirklich erfahren durfte. Man muss eine Nische finden, also etwas, das zu einem passt. Ich bekomme ganz viele Anfragen von wirklich sehr motivierten Damen, manchmal auch Herren, die wollen irgendwie alles anbieten, nur das funktioniert nicht. Ja, also ich bin der Meinung, man muss irgendeine Nische finden, ob das jetzt eine normale Assistenzarbeit ist oder ob man Social Media machen will oder eben Podcasts und so weiter. Also man muss einfach für sich eine Nische finden. Und was ich noch sagen möchte ist, einfache Grafiken kann man gerne anbieten, aber zum Beispiel komplexe Grafiken oder auch wirklich gutes Texten oder auch Übersetzungen, die richtig, richtig professionell sind, das ist kein VA-Job. Dann soll man sagen, ich bin Grafiker, ich bin Designer, ich bin Texter oder Journalist oder wie auch immer oder eben ich bin Buchhalter, wie auch immer. Alles, was unterstützend ist, ist virtuelle Assistenz. Alles, was wirklich spezifisch ist, ist kein VA-Business. Und dann solltet ihr es auch nicht so bezeichnen, weil das macht den Markt kaputt. Und es ist auch für die, die wirklich professionell texten, es ist tödlich sozusagen, weil die machen echt einen super Job und werden dann in die gleiche Ecke gedrängt und man hat dann das Gefühl, man muss für einen anständigen, wirklich professionellen Text nicht mehr viel bezahlen. Das ist mir wirklich ein absolutes Herzensthema. Gut, dann so. Wie wurde ich denn virtuelle Assistentin?
Also es ist so, ich war ja wie gesagt Executive Assistant in einem Corporate Business. Dann wurde mir gekündigt und zwar aus dem Grund, weil ich für die amerikanische Kostenstelle zu teuer war. Es gab da eine riesengroße Umstrukturierung und ich wurde da auf der ganzen Welt hin und her geschoben, stationiert in Zürich und habe dann Chefs gehabt, erst in England, dann in Amerika und so weiter. Und es war ein Riesending, weil ich dann halt den Schweizer Lohn hatte, welcher zugegeben nicht mega hoch war. Er war okay, aber er war jetzt nicht unendlich hoch. Aber für Amerika war es natürlich dann zu weit, also zu weit oben. Und mein damaliger Chef hat dann so gesagt, ja, hast du schon mal davon gehört, Virtual Assistant, das ist eigentlich das, was du machst. Du bist meine Assistentin und du bist nicht vor Ort. Und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen und wusste aber nicht, was ich da so richtig machen soll, weil eben es ist so ein breites Thema. Und da war es wieder mein Chef, der mir gesagt hat, Jill, du musst dir einfach mal überlegen, was kannst du richtig, richtig gut, was machst du gerne, also was macht dir wirklich Spaß und vor allem, was unterscheidet dich dann von allen anderen. Eben, dass es nicht alle das Gleiche machen, sondern dass man sich auf etwas spezialisiert. Und ich muss zugeben, ich musste mich am Anfang auch ein bisschen finden. Das ist, glaube ich, der normale Prozess. Aber wenn man sich diese 3 Fragen, was kannst du richtig gut, was macht dir am meisten Spaß und was unterscheidet dich von allen anderen, wenn man diese Fragen jetzt schon beantworten kann, ist es wirklich ein einfacher Schritt, sagen wir es mal so. Ja, dann wurde ich, wie gesagt, gekündigt und dann stand ich vor der großen Frage, was mache ich jetzt mit der vielen Zeit? Weltreise, VW-Bus kaufen oder ein eigenes Business? Ich habe mich dann für das eigene Business entschieden und kam dann durch Lorenz zu den digitalen Nomaden. Ich habe ihn irgendwann angeschrieben und ich glaube 2 Tage später war schon die Konferenz. Und dann kam ich dann das erste Mal nach Kerzers und dann habe ich mir so gedacht, ich kann ja Weltreisen, VW-Bus und eigenes Business zusammenschließen. Und ja, so hat sich dann das eine zum anderen ergeben. Und ja, das ist so das. Dann, wie arbeite ich? Ich arbeite hauptsächlich online, bin aber lustigerweise seit Corona, wo alle ins Homeoffice gegangen sind, immer mehr auch vor Ort gewesen, weil es war alles so sehr remote nur noch, dass ich den Kontakt zu den Menschen ein bisschen vermisst habe und somit habe ich ein bisschen angefangen, auch mehr und mehr wieder bei meinen Kunden vor Ort zu sein. Ich arbeite aber so gut es geht zeitunabhängig, ortsunabhängig, aber wetterabhängig. Also das heißt, wenn es schön Wetter ist, bin ich lieber irgendwo meinen Hobbys am Nachgehen und dann, wenn es halt regnet oder halt nicht so schön Wetter ist, dann halt arbeiten. Das kann auch mal Samstag oder Sonntag sein. Dann, ich arbeite hauptsächlich mit Gratis-Tools. Außer Zoom und Canva habe ich mir jetzt eine Lizenz gekauft, weil die sind wirklich super. Wo arbeite ich? Hauptsächlich im Homeoffice. Meine liebsten Homeoffices sind zu Hause bei meinen Eltern in den Bergen natürlich. Und das war noch vor Corona, deswegen habe ich das hier speziell erwähnt. Vor Corona war ich viel auch mit anderen digitalen Nomaden auf dem Schiff oder im Zug unterwegs. Wir haben auch Workations gemacht oder Trainations, wie wir es genannt haben. Ich habe gerne im Ausland auf Reisen gearbeitet, in Coworkings natürlich oder Coffee Place und Restaurants. Und was wichtig ist, was man wissen muss, wenn man remote arbeitet, dass man vor allem, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, die vielleicht ein internes System haben, dass man da ein VPN hat, wo man dann auf das Netzwerk zugreifen kann. Ich habe hier unten 2 erwähnt, auch Opera, das ist ein Browser, der hat auch sonst schon ein VPN drin, wo man dann gut drauf zugreifen kann. Kommen wir zu den Tools. Ich nenne es gerne Toolbox, weil es ist nicht nur ein Tool, das man braucht, sondern es sind eben mehrere, um wirklich gut remote und auch virtuell mit den Kunden arbeiten zu können. Das sind erstmals die Tools für die Kommunikation. Ja, da gibt es der erste Kontaktpunkt, ist bestimmt mal die Webseite oder das E-Mail. Viel läuft über LinkedIn, also bei mir jetzt läuft extrem viel über LinkedIn. Dann gibt es Facebook, Instagram und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Plattformen. Das ist dann meistens der erste Kontaktpunkt. Ich bin aber der Meinung, wenn mich jemand auf LinkedIn anschreibt, will ich nicht die ganze Zeit auf LinkedIn hin und her schreiben. Deswegen muss man
auch dann sich überlegen, welche weiteren Kommunikationstools möchte man da einsetzen. Skype und Zoom sind ganz beliebte Tools. In letzter Zeit auch Teams. Ich bin gar kein Fan von Teams, aber es gibt aber viele, die darauf bestehen. Dann wäre bei Slack, also wir haben hier im Verein der digitalen Nomaden nutzen wir Slack, eine ganz tolle Sache. WhatsApp finde ich super. Slack und WhatsApp gibt es übrigens auch als Desktop-App, wo man dann auch ganz einfach am Laptop antworten kann. Super Sache. Telegram, Signal, letzter Zeit immer mehr am Kommen und Viber, ja. Da gibt es noch ganz, ganz viele mehr. Ich bin sicher, es gibt noch, ja, jeder hat so ein bisschen sein Lieblingstool, aber es sind so die gängigen. Toolbox, ich habe hier noch kurz ein Slide eingebaut. Ich habe auf meiner Webseite eine Toolbox für das Homeoffice. Die könnt ihr euch dann sonst kostenlos herunterladen. Sind einfach noch mal ein paar Tipps und Tricks drin. Dann Tools, weitere Tools zum Arbeiten, zur Zusammenarbeit mit den Kunden. Ich spreche hier, wie gesagt, von kostenlosen Tools. Also es gibt ganz viele wirklich tolle Tools, die kosten dann halt ein bisschen etwas. Auch jetzt Monday, das kostet mittlerweile. Aber es gibt da die Basisversionen von Trello zum Beispiel, ist wirklich sehr empfehlenswert, um die Projekte und die ganzen Arbeiten übersichtlich halten zu können. Und auch Wunderlist oder Evernote, also Evernote finde ich auch eine wunderbare Sache, da kann man immer wieder mal zum Beispiel, sagen wir mal, ein Kunde hat eine bestimmte Farbpalette, die er immer will oder die Schriften, dass man sich das alles nicht merken muss, kann man das zum Beispiel auch auf Evernote ablegen, da kann man dann auch mit dem Handy extern drauf zugreifen, eine wirklich coole Sache. Auch Canva, diese Präsentation hier jetzt, die ist auf Canva. Ich habe die tatsächlich noch mit der Gratis-Version erstellt und die eingefügten Icons habe ich einfach hochgeladen. Also das war ganz einfach. Dann OneDrive, Google Docs und so weiter und so weiter. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele Sachen und ich lerne auch jeden Tag wieder neue Tools dazu. Gerade heute habe ich wieder von einem Tool erfahren, welches E-Mails erinnert. Also es ist wirklich, ja, es gibt ganz viele Unterstützungen. Da muss man nicht immer nur alles aufschreiben. Dann werde ich oft gefragt, was braucht man denn so als VA? Ja, VA-Business ist, ich glaube, eines der kleinsten Businesses, die man sich vorstellen kann in Sache Investment. Man braucht wirklich nichts. Das meiste hat man schon. Also fast jeder hat einen Laptop. Dann natürlich irgendein Ladegerät. Ein langes Verlängerungskabel ist wirklich sehr hilfreich. Ich habe hier auch ein 2 Meter langes Ladegerät. Das ist wirklich, wirklich super. Das ist super hilfreich. Auch auf dem Schiff zum Beispiel war ich schon froh. Genau, kommt das Ladegerät. War ich schon froh, hatte ich so ein langes Ladegerät, weil dann konnte ich tatsächlich weiterarbeiten. Hätte ich ein kurzes gehabt, hätte ich den Laptop zumachen müssen. Dann Powerpack, immer sehr hilfreich. Dann eben, ich bin ein Fan von Magic Mouse und Magic Keyboard. Muss man aber nicht haben, man hat Maus und Tastatur, alles im Laptop drin. Ein Handy, wo man sich mit dem Internet verbinden kann, mehr braucht man nicht. Ich habe jetzt hier noch das Panzerglas erwähnt, das pappt man so auf den Bildschirm drauf, das ist damit links und rechts, die nicht immer schauen können, was man macht. Finde ich persönlich auch sehr gut, wenn man in ÖV unterwegs ist oder auch in einem Coworking zum Beispiel. Und Business Cards, die müssen sein, weil immer wieder fragen mal die Leute, ja, was machst du da, wer bist du denn und so weiter. Und dann, wenn du das nicht erklären willst, dann einfach hier meine Business Card, schau auf der Webseite nach. Genau, dann kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, dem Thema Dienstleistungen. Ich habe hier bei Dienstleistungen auch wieder rot markiert. Das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe, weil ich der Meinung bin, dass es nicht VA-Job ist. Vor allem WordPress, also wenn man da ein bisschen, sagen wir mal, Texte hochlädt oder so, kann man das auf jeden Fall machen. Aber es soll nicht in Richtung Webdesign gehen. Das ist kein VA-Job. Das sind dann wirklich die WordPress-Spezialisten. Das Gleiche eben auch für Übersetzungen und Texten. Was aber in letzter Zeit immer mehr und mehr gefragt ist, das sind die meisten Anfragen, die ich von Kunden habe und das sind auch die Anfragen, die ich permanent ablehne,
sind Buchhaltungen. Also vorbereitende Buchhaltung. Wenn jemand da draußen wirklich gut ist in vorbereitende Buchhaltung, das ist das Business, was im Moment wirklich sehr boomt, denn das will einfach niemand machen. Genau. Ansonsten halt Mailing und Chat und Social Media und Events und Reisen, was langsam immer mehr wieder kommt. Eben einfache Grafiken. Research ist immer sehr gefragt. Auch mal eine Korrektur lesen, aber auch da, wenn es wieder professionell sein sollte, reicht das wahrscheinlich nicht. E-Mail-Marketing und so weiter. Genau, das kann man sehr gut anbieten. Und jetzt, wo man Kunden findet oder Arbeit. Ich finde, es ist einfacher, Kunden zu finden, als Arbeit zu finden. Ich differenziere das. Arbeit finden ist, man muss sich aktiv bewerben und meistens, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist auf zum Beispiel Facebook oder irgendwo, dann ist Achtung, fertig, Attacke angesagt. Dann kommen irgendwie 50 bis 100 Bewerbungen und alle schreiben ich habe dir eine PM geschrieben, das ist ja, wie die Nadel im Heuhaufen finden und meistens gewinnt dann diejenige Person, die einfach am billigsten ist und das finde ich sehr schade. Deswegen finde ich Kunden finden die bessere Lösung. Das heißt, man wirkt aktiv das, was man anbietet. Also ich jetzt biete meinen Service. Also ich habe mittlerweile, habe ich fast nur noch Stammkunden, Gott sei Dank. Aber ich habe aktiv das angeworben, hauptsächlich auf LinkedIn, habe im Netzwerk immer wieder erzählt, ich ging auf Netzwerk-Events und habe auch meine Nische, meine Spezialitäten immer wieder erwähnt und so sind dann die Kunden auf mich zugekommen, weil dann wusste ich, die wollen wirklich mit mir arbeiten und es war nicht so ein, oh und bitte, bitte und ich bin so gut und ich kann doch das. Ja, es ist aber am Anfang zugegebenermaßen sehr schwierig, vor allem wenn man neu ist im Business, Arbeit oder eben Kunden zu finden. Deswegen gibt es auch Plattformen wie jetzt Upwork zum Beispiel oder Fernarbeit, Strandschichtfieber und so weiter und so weiter. Man muss sich einfach bewusst sein, dass da das Price-Dumping-Thema Nummer 1 ist. Meistens die billigste Offerte kriegt den Auftrag. Manchmal kann es auch sein, dass man vielleicht ein bisschen mal unter den Preis geht, in der Hoffnung, dass es eine längere Zusammenarbeit gibt. Und dann kann man wieder ein bisschen Erfahrungen sammeln, vielleicht auch wieder eine Referenz mehr haben und somit dann vielleicht wieder einen neuen Kunden gewinnen. Das kann natürlich auch sein. Aber die besten Kunden sind die zu einem selber kommen, die sagen, ja, ich habe gehört oder man hat mir gesagt oder jemand hat mir erzählt. Das sind die besten. Also von dem her ist das mein Tipp, aktiv Kunden werben und nicht auf Jobs bewerben. Jetzt noch möchte ich kurz darauf eingehen, wie das ist mit einem eigenen Business. Weil wenn man anfängt, ist man erstmal einfach nur eine Einzelperson, die sozusagen etwas zusätzlich Geld verdient. Mit der Zeit aber wird das immer professioneller. Und dann kommt natürlich auch die Frage, ja, will man ein Business anmelden, will man Einzelunternehmer sein, wie will man das machen? Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, auch mit anderen Kolleginnen, zu dem Zeitpunkt, wo es hieß, okay, man ist jetzt ein eigenes Business, es steckt eine GmbH zum Beispiel dahinter, da wurde auch die Nachfrage größer, weil das heißt dann, das ist wirklich ein ernsthaftes Business, da geht es um ein Unternehmertum und nicht einfach um jemand, die zusätzlich ein bisschen Geld verdienen möchte. Ja? Also, wenn man dann loslegen möchte, kann man entweder mit seinem eigenen Namen etwas aufbauen oder mit dem Business oder der Dienstleistung, die man anbieten möchte. Das Gute ist, wenn man eine GmbH registriert, kann man den Namen nehmen, den man möchte. Einzelpersonen, die müssen immer ihren eigenen Namen mit drin haben. Auf cefix.ch kann man dann nachschauen, ob der Name schon vergeben ist. Dann bestimmte, also die Dienstleistung und den Zweck des Unternehmens mal alles aufschreiben und dann Dokumente vorbereiten, den Termin mit dem Notar vereinbaren, das alles dann einschicken und dann, wenn alles gut läuft, ist man eigentlich in 2 Wochen schon registriert. Dann kurz zu den Rechtsformen, ich habe es gesagt, Einzelunternehmen, also es ist eben diese sogenannte One-Woman-Man-Show, die empfiehlt sich, wie gesagt, eher am Anfang oder auch, wenn man das weiterhin noch machen möchte.
Ich habe mich aber für die GmbH entschieden, hauptsächlich aus dem Grund, weil ich mich absichern wollte. Also, dass wenn irgendetwas passiert, ich bin remote unterwegs, es ist alles online, ich kenne die Kunden zum Teil nicht und ich wollte einfach nicht für alles haften. Das war so für mich der Hauptgrund. Der einzige Nachteil ist, man muss 20.000 Franken zumindest in der Schweiz jetzt als Startkapital quasi bringen, um die GmbH gründen zu können. Für die Dokumente, die man braucht, ist einfach nur ein Personalausweis, genau, schriftliche Zweck habe ich schon gesagt, und dann noch gewisse weitere Dokumente, die man selbst erstellen kann. Man kann die auch im Internet finden und dann für einen kleinen Beitrag kann man die dann prüfen lassen und somit hält man die Kosten ziemlich gering. Also am Anfang ist es vor allem ein großes Thema, die Kosten. Und ich würde sagen, für ein paar wenige Franken kann man sich da ziemlich schnell sehr professionell aufgleisen. Weitere Kosten, die dann noch dazukommen, die gehören dann halt dazu. Das ist der Notar und der Handelsregistereintrag. Aber es gibt nichts Schöneres, als wenn man cefig.ch eingibt und seine eigene Firma da registriert sieht. Der absolute Wow-Moment Nummer 1 in der Erstehung einer Firma. Ich glaube, da nicken einige. Dann, was braucht es noch? Ja, jetzt ob GmbH oder Einzelperson, man muss sich sicher irgendwie die Sozialversicherungen, AHV, BVG und so weiter, also dass ihr da euch auch Gedanken macht, dass ihr da sicher in Sachen Versicherungen alles drauf habt. Dann alles genau nachlesen kann man natürlich unter gründen.ch, da habe ich sehr viele Informationen rausgeholt. Und wir haben bei den digitalen Nomaden haben wir den Lukas Sprung, der hat auch hier bei 777 schon etwas dazu beigetragen, auch zu Telefonlösungen im Ausland. Und er macht immer wieder mal Beratungen, wo man ihm Fragen stellen kann. Also von dem her, also Lukas Sprung, ganz eine tolle Sache, wo man unbedingt davon profitieren sollte, wenn man Fragen hat. Ja, ich bin jetzt da in der kürzester Zeit durchgerasselt. Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, dass ich zu lange brauche, aber eine halbe Stunde knapp finde ich gar nicht mal so schlecht. Wenn jetzt Fragen sind, wäre jetzt der Zeitpunkt für Fragen, bitte. Ja, Ilma? Kannst du kurz etwas Ja. über Preissetzung und so Preisverhandlungen sagen? Ja, gerne. Preise ist immer ein großes Thema.